willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Heute geht es um die sogenannten ersten Prinzipien oder auf Englisch First Principles. Englisch deshalb, weil ich diese aus dem Standardwerk von Norman Geisler habe, The Big Book of Christian Apologetics. Keine Sorge, wenn ihr nicht alles versteht, das ging mir genauso. Druckt einfach das beigelegte PDF aus und ja, schaut euch das Video bei Bedarf mehrmals an. Man muss sich einfach klar sein, was die Begriffe bedeuten. Kontingent gleich abhängig und notwendig als Gegensatz zu Kontingent. Dazu könnt ihr auch die anderen Gottesargumente anschauen, das Kontingenzargument oder die kosmologischen Argumente. Aber legen wir los. Es handelt sich um insgesamt 15 Prinzipien, die alle aufeinander aufbauen oder einander auch teilweise referenzieren. Es geht darum, wie können wir überhaupt etwas wissen. Die ersten Prinzipien sind so also die Grundlage des Wissens. Ohne sie könnten wir gar nichts wissen. Und wenn jemand verneint, dass sich diese Prinzipien auf die Realität beziehen, setzt er ja diese Prinzipien gerade voraus. Und das wäre in sich widersprüchlich. Der Kern dieser Prinzipien, die fundamental sind, ist die Existenz, also Sein oder Nichtsein, wenn man so will. Und aus diesen ersten Prinzipien folgt, dass Gott existiert. Es ist also auch eine Art Gottesbeweis. Zuerst einmal ein kleines Glossar. B heißt Being, also ein Wesen. BN ist das Necessary Being, also das notwendige Wesen. BC heißt Contingent Being, ein abhängiges Wesen. Dann haben wir A zu B oder A Pfeil B. Bedeutet, dass A verursacht B. Das kennt man aus der Logik. Und der durchgestrichene Pfeil bedeutet einfach, A kann B nicht verursachen. Hier eine Übersicht über die 15 Prinzipien. Und nicht erschrecken, das sieht alles furchtbar kompliziert und schwierig aus. Wir gehen ganz kurz durch alle 15 Punkte durch und kein Problem, wenn ihr euch das nicht antun wollt. Das ist nun wirklich etwas an die philosophisch und an Logik interessierten Leute gerichtet. Fangen wir an. Punkt 1. B existiert. Also wir haben ja das Prinzip der Existenz. Das ist eigentlich absolut unwiderlegbar, denn wenn wir nicht existieren würden, könnten wir jetzt nicht argumentieren oder dieses Video schauen oder irgendetwas tun. Punkt 2. B ist B. Das ist das Prinzip der Identität. Das ist natürlich ebenfalls absolut unwiderlegbar, denn ein Wesen ist immer ein Wesen, also sich selber. Ich kann nicht jemand anders sein. Punkt 3. B ist nicht B. Das ist das Prinzip der Widerspruchsfreiheit, kennt man auch aus der Logik, ist ebenfalls unwiderlegbar, denn wenn jemand behauptet, dass etwas Gegensätzliches gleichzeitig wahr ist, dann erwartet er ja, dass seine Aussage und ihr Gegenteil gerade nicht gleichzeitig wahr sind. Also er widerspricht sich hier selbst. Und das passiert häufiger, als man denkt. Kleine Randnotiz, das Prinzip der Unbestimmtheit nach Heisenberg zeigt eigentlich nur, dass ein Zustand, im Falle der Quantenmechanik, Welle oder Teilchen für Licht, nicht vorhergesagt werden kann, also nicht determiniert ist, aber eben nicht, dass es beide Zustände gleichzeitig hat. Es ist einfach so, dass es bei der Messung erst ersichtlich wird, ob es nun eine Welle oder ein Teilchen ist. Punkt 4. Entweder B oder nicht B. Das ist das sogenannte Prinzip des ausgeschlossenen Dritten, ebenfalls sehr bekannt aus der Logik, auch absolut unwiderlegbar, denn es gibt keinen Zwischenzustand zwischen Sein oder Nicht-Sein. Punkt 5. Nicht B verursacht B nicht. Klingt komisch. Das ist das sogenannte Prinzip der negativen Kausalität. Ist ebenfalls unwiderlegbar, denn nichts kann nicht etwas verursachen. Das Nichts existiert nicht und nur was existiert, kann etwas verursachen. Ihr seht schon, man muss sich sehr konzentrieren, um das zu verstehen. Das muss übrigens unterschieden werden von Humes Argument, dass etwas dem Nichts folgen kann, aber das wird von uns eigentlich als korrekt akzeptiert. Punkt 6. BC kann nicht BC verursachen. Das sogenannte Prinzip der kontingenten respektive abhängigen Kausalität. Was seine eigene Existenz nicht verursacht, kann auch nicht eine andere Existenz verursachen.
Jetzt muss man vorsichtig sein, es geht hier um die Ursache, also die ursprüngliche Ursache und nicht den direkten Vorläufer in der Kausalität, wie zum Beispiel unsere Eltern. Dazu müsste man dann auch das kosmologische Argument und das Kontingenzargument mal anschauen. Punkt 7. Ein notwendiges Wesen kann nicht ein notwendiges Wesen verursachen, das sogenannte Prinzip der unmöglichen Kausalität. Nichts kann nicht etwas verursachen, wissen wir schon von Punkt 5. Und ein abhängiges Wesen kann nicht ein abhängiges Wesen verursachen, haben wir gerade vorher in Punkt 6 gesehen. Und ein abhängiges Wesen kann per Definition genauso gut auch nicht sein. Es ist also potenziell auf nichts reduzierbar. Sehen wir später dann noch bei Punkt 12. Wenn nun also etwas ins Sein kommt, dann muss es ursprünglich, nicht einfach Vorläufer, durch ein notwendiges Wesen verursacht sein. Punkt 8. Ein notwendiges Wesen verursacht ein abhängiges Wesen. Das Prinzip der positiven Kausalität. Alle abhängigen Wesen brauchen eine Ursache. Haben wir bei 7 gesehen. Sie können sich selber aber nicht verursachen. Das haben wir bei 5 und 6 gesehen. Daher müssen sie durch ein notwendiges Wesen verursacht sein. Ihr seht, wir kommen der Sache schon etwas näher. Punkt 9. Ein abhängiges Wesen ist respektive existiert. Das ist das Prinzip der kontingenten oder abhängigen Existenz. Folgt direkt aus 1, dass etwas existiert. Und als Beispiel, ich verändere mich und werde einmal aufhören zu sein. Und ein notwendiges Wesen hingegen kann nicht existieren. Daher kann ich nur ein abhängiges respektive kontingentes Wesen sein. Punkt 10. Das notwendige Wesen ist oder existiert. Das Prinzip der notwendigen Existenz. Ein notwendiges Wesen existiert wegen Punkt 9 und 6. Ansonsten würde ja nichts etwas auslösen, was wiederum Punkt 5 widersprechen würde. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Punkt 11. Akt ist Akt ohne Potenzial. Das Prinzip der puren Aktualität. Mit Akt ist Aktualität gemeint. Ein notwendiges Wesen ist pure Aktualität, denn ein notwendiges Wesen hat kein Potenzial, nicht zu existieren. Ein ganz wichtiger Punkt. Punkt 12. Ein kontingentes Wesen ist Akt und Potenzial. Das ist das Prinzip der Wirksamkeit. Ein abhängiges Wesen hat Aktualität und Potenzial, nicht zu existieren. Das kann man auch bei Punkt 7 nochmal anschauen. Wir kommen in den Endspurt. Punkt 13. Akt verursacht Akt und Potenzial. Das ist das Prinzip der Analogie. Jedes abhängige Wesen ist dem notwendigen Wesen ähnlich, welches seine Existenz verursacht hat. Es ist ähnlich, auch wenn es sich im Sein unterscheidet. Kann man bei 11 und 12 nochmal nachschauen. Also daraus folgt, Aktualität ist gleich wie Aktualität und gleichzeitig Aktualität ist anders als Potenzial. Punkt 14. Das ist eigentlich der Beginn schon des Gottesbeweises. Das notwendige Wesen ist nicht... Das Prinzip der negativen Attribute ist das. Jedes abhängige Wesen ist nicht wie seine Ursache, das notwendige Wesen, denn es hat Attribute, welches das notwendige Wesen eben nicht hat. Nämlich, das notwendige Wesen ist nicht endlich. Es muss unendlich sein. Das notwendige Wesen ist nicht veränderlich, heißt, es ist unveränderlich. Das notwendige Wesen ist nicht zeitlich, das heißt, es ist zeitlos. Das notwendige Wesen ist nicht mehrere, heißt, es ist eins. Und das notwendige Wesen ist nicht teilbar, heißt, es ist unteilbar. Und so kommen wir schon zu Punkt 15. Das notwendige Wesen ist... Das sogenannte Prinzip der positiven Attribute. Und ja, hier haben wir eigentlich den Schluss vom Ganzen. Jedes abhängige Wesen ist wie seine Ursache, welches das notwendige Wesen ist, denn Sein kann nicht nichts produzieren. Was also die Existenz von etwas verursacht, kommuniziert ihm Existenz. Sein produziert Sein und Akt produziert Akt. Somit ist jedes abhängige Wesen wie seine Ursache, in seiner Aktualität, aber nicht in der Potentialität. Dort unterscheidet sich das notwendige und das abhängige Wesen. Und zwar, wenn ich eine Person bin, dann ist mein Verursacher auch eine Person. Wenn ich Güte, Wahrheit und Schönheit habe oder haben kann, muss ja nicht so sein bei mir,
So muss der Verursacher von mir, also die ursprüngliche Ursache wiederum, und das ist Gott, Güte, Wahrheit und Schönheit sein. Also es geht hier um Haben und Sein. Ich habe Güte, Potenzial, und Gott ist Güte. Ja, und damit wären wir schon am Schluss. Tja, das war jetzt schon ziemlich heftig. Ich empfehle, dass ihr einfach die ersten 5 Punkte genauer anschaut und einfach dranbleibt, das Video mehrmals schauen. Benutzt das PDF, das ich unten in der Beschreibung verlinkt habe, denn es lohnt sich. Wir haben jetzt, ohne die Bibel zu benutzen, die Existenz und sogar einige Attribute von Gott nachweisen können. Das war's auch schon wieder und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.